Herzlich willkommen hier im Überleben Space. Heute zu Gast Susanne Jung, Bestatterin und unter anderem Gründerin des Netzwerks Portadora mit sehr viel Lebenserfahrung rund um das große Feld des Todes, des Sterbens. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen. Dankeschön. Der Tod wird in deinem Leben dir über so viele Farben und Details begegnet sein. Ist es für dich überhaupt noch möglich, über den Tod an sich zu sprechen? Doch, ja, auf alle Fälle, weil er im Grunde seines Wesens ja immer der Gevatter bleibt. Und von daher, er kommt zwar in unterschiedlichen Gewändern, aber er ist und bleibt der gleiche. Er ist der, der uns in den Mantel einhüllt und über die Schwelle trägt. Und insofern, ja, darüber lässt sich sprechen. Ich glaube, dass der Tod grundsätzlich für jeden Menschen sehr individuell ist, so individuell wie jeder einzelne Mensch ist. Und dass es immer anders ist. Jede Geschichte. Wir sagen immer, so wie ein Mensch gelebt hat, so stirbt er. Und von daher ist es natürlich immer eine andere Geschichte, weil jeder Mensch hat anders gelebt, hat andere Sachen erlebt, hat andere Schlüsse daraus gezogen, ist anders gewachsen durch das Leben, egal wie lange. Und entsprechend unterschiedlich stellt sich der Übergang dar. Du hast vor wie vielen Jahren das Netzwerk gegründet? Das sind jetzt, glaube ich, vielleicht 18 Jahre. Bestattet zu sein ist ja ein Handwerk, man hat eine Innung und man hat seine Arbeit. Dir hat es aber anscheinend nicht gereicht, sondern du bist noch einen Schritt weiter gegangen, hast das Netzwerk Portadora gegründet, um andere Menschen, die damit professionell umgehen, in eine Kommunikation einzuladen, des Miteinanderlernens. Auch natürlich mit dem Wunsch, das Thema in die Gesellschaft zu bringen. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Welche Geschichten konntest du erleben auf dem Weg dieses Netzwerkes in die Welt, das Thema zu tragen? Also eigentlich war das ganz komisch. Ich wollte gar kein Netzwerk gründen, sondern es fing eigentlich damit an, dass wir alternative Netzwerke für Bestatter gegründet haben. Es hat sich, wie das ja manchmal im Quantenfeld so ist, haben sich vor etwa 20 Jahren haben sich verschiedene alternative Bestattungsinstitute gegründet. Da war das Trostwerk in Hamburg, da war Grünebaum in Mainz. Das waren quasi Wegbereiter. Und dem haben sich andere Unternehmen angeschlossen, die gesagt haben, wir wollen anders arbeiten. Also war ich in einem dieser Netzwerke und das war sehr spannend, weil da ja sozusagen aus ganz Deutschland, da kamen Hamburg, Detmold, Aachen, Ravensburg, wo immer, ja, also die waren ja völlig andere regionale Gegebenheiten. Und dieser Austausch war einfach großartig, weil man plötzlich gemerkt hat, okay, die kämpfen mit ganz anderen Problemen als wir. Alle gemeinsam hatten wir, dass die Bestatter untereinander gar nicht freundlich miteinander waren, sondern es war eigentlich ein Gegeneinander. Und wir haben eben gesagt, okay, wir wollen nicht konkurrenzierend arbeiten. Das war sehr wohltuend und sehr ungewöhnlich zu dem Zeitpunkt. Heute hat sich das etwas nivelliert. Aber aus dieser Erfahrung heraus dachte ich, naja, es gibt ja noch die ganzen umliegenden Gewerke, Steinmetze, Redner, Musiker, Trauerbegleiter. Also da ist ja jede Menge an Menschen. Und schön wäre doch, wenn die alle die gleiche Haltung hätten wie wir. Also nicht wie wir persönlich, sondern grundsätzlich die Haltung einzunehmen, zu sagen, wir wollen begleitend arbeiten, wir wollen gucken, was die Menschen brauchen. Es geht nicht vorrangig um ein Verkaufsprogramm, also kaufen Sie den Sarg, kaufen Sie Wäsche, kaufen Sie, sondern zu gucken, was brauchen die Menschen eigentlich? Die Familien brauchen sehr Unterschiedliches. Es gibt Menschen, die eine große Außenwirkung haben, weil da irgendwelche Berufe ausgeübt worden sind, die ein großes Umfeld ansprechen. Und dann gibt es ganz kleine Familien, da sitzen 5 Leute in der Kapelle. Die brauchen nicht das Gleiche, sondern da ist eine sehr individuelle
Begleitung notwendig. Und bei uns ist es eben so, wenn mich jemand anruft, dann begleite ich diese Person bis zum Schluss. Und ich bin immer die gleiche Ansprechperson. Ich finde das persönlich sehr wichtig, weil man dann auch in einen anderen Kontakt miteinander kommt. Also das ist ja eigentlich eine wildfremde Person, die ich da anrufe, die mir im Laufe von vielleicht 6 Wochen, sage ich mal, ganz nahe rückt. Wo ist sozusagen die private Susanne, die Frau, die einen eigenen sozialen Kreis hat, und die professionelle Bestatterin? Gibt es da eine Grenze? Ja, natürlich gibt es da eine Grenze. Das ist ganz klar. Aber sagen wir mal, als ich angefangen habe, vor 20 Jahren zu arbeiten, da war ich unglaublich enthusiastisch in der Meinung, ich müsste das Thema verbreiten. Jetzt muss ich doch mal was verändern. Und in diesem Wunsch, also das ist ja so, wenn man anfängt, bringt man ja noch ganz andere Erwartungen an das Umfeld mit und denkt, jeder muss sich brennend dafür interessieren. Das ist manchmal gar nicht so, aber meine Erfahrung war, dass also ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, du setzt dich hin, die Person links neben dir sagt, und, was machst du beruflich? Und zack, bist du dran. Du unterhältst den ganzen Tisch. Weil dieses Thema ist so brennend aktuell für alle, dass es sofort zum Mittelpunkt wird. Also dann kommt natürlich immer die Frage, wie wird man damit fertig? Dann werden sofort eigene Geschichten ausgepackt. Das hat auch oft was sehr Interessantes für die zuhören, weil da erzählt jemand eine Geschichte, die man normalerweise nicht erzählt. Das erzählt man ja nicht, wenn man irgendwo eingeladen ist, dann sprechen wir mal über den Tod von meiner Großmutter. Das kommt nur ganz selten vor. Aber dann ist es in der Regel so, dass dann quasi die Tischgenossen anfangen, ihre Erfahrungen auszupacken. Und dann ergibt sich sehr oft ein Bild, was haben wir erlebt und was war gut und was war schlecht. Oft machen die Leute ja auch nicht so vorteilhafte Erfahrungen. Und die werden natürlich dann auch besprochen. Damals, als meine Großmutter gestorben ist, da durfte ich sie nicht mehr sehen. Dieser alte Schmerz kommt dann ans Licht. Und das habe ich sehr oft erlebt. Ja. Also dass Menschen sofort einsteigen, auch in den Schmerz. Nicht nur, dass der andere verstorben ist, sondern ihre eigenen schmerzhaften Erfahrungen, die sie da gemacht haben. Und die anderen teilen können. Und dann stellt man plötzlich fest, darüber haben wir noch nie gesprochen. Das wusste ich gar nicht, dass du sowas erlebt hast. Weil dieser Raum, der sich sofort eröffnet, das möglich macht, solche Erfahrungen zu erzählen. Also wenn ich einfach nur Gast sein möchte, dann sage ich, ich mache Eventorganisation. Und damit bin ich außen vor. Weil Eventorganisation, na gut, das kann eine Hochzeit sein, das kann ein Kongress sein, das kann alles Mögliche sein. Aber in den seltensten Fällen gehen die Leute davon aus, was es auch ist, dass es eine Beerdigung ist. Und das ist auch ein Event, nicht wahr? Der will auch organisiert sein. Ja, meine Arbeit ist am Ende ein Event. Ein Ereignis, das mit Ritualen bestückt ist, das aber auch Freiraum bietet und das sehr häufig dazu führt, dass die Leute hinterher sagen, das war schön. Also, wir reden hier nicht von schrecklichen Ereignissen, sondern es geht ja um Würdigung, es geht um zur Kenntnis nehmen, es geht um Abschied und es geht auch um die Gäste selber. Und das wird in ein Ereignis verpackt, das jeder dann sehr individuell mit nach Hause nehmen kann. Und das hat ja in der heutigen Zeit keinen strikten Ablauf mehr. Wir reden jetzt nicht über Niederbayern, sondern wir reden über Berlin. Und in Berlin ist es tatsächlich so, dass jede Beisetzung eine andere ist. Da gibt es nicht vorhersehbare Dinge, die stattfinden und die sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und in der Regel ist aber das Abschiedereignis, also auf dem Friedhof sagen wir mal, ist das Ergebnis eines davorliegenden Prozesses. Und in der Trauerfeier ist es in der Regel, oder in der Abschiedsfeier ist es in der Regel so, dass der Verstorbene sich oder die Verstorbene sich immer noch mal zeigt. Also wir haben die Möglichkeit,
auch hier nochmal, wenn wir da reinspüren, diesen Menschen, den wir loslassen, nochmal zu spüren. Beispiel, wir sind in einer Friedhofskapelle, eigentlich ist alles ganz furchtbar traurig. Die Urne steht zentral und draußen bricht die Sonne durch und schickt einen Lichtstrahl genau auf diese Urne als kleine Botschaft aus dem Jenseits. Wow, wie schön. Das ist auch Event. Da bin ich vielleicht nicht für den Sonnenstrahl zuständig, aber dafür ist der Verstorbene oder die Verstorbene zuständig. Das ist dann nochmal ein übergreifendes Zeichen. In unserer Generation kennen wir eigentlich noch die Zeit von Ritual. Wie hat sich das in dir abgebildet, dieser Umbruch zu sehen, der jetzigen Zustand unserer Gesellschaft und das beruflich zu begleiten? Es ist ja ein gesellschaftlicher Wandel, der da ist. Und das Hauptproblem war, dass die Rituale leer waren. Also der große Bestandteil eines Rituals ist ja, dass alle wissen, wie es geht und alle seine Bedeutung erfassen. Und das hat sich einfach aufgelöst. Die Leute wussten nicht mehr, warum sie was machen. Ich bringe ein Beispiel. Die Leute stehen am Grab und machen da 3 Schaufeln Sand rein oder 3 Handvoll Sand rein. Der Pfarrer würde an der Stelle sagen, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Aber warum macht die Trauergesellschaft da 3 Hände voll Erde rein? Das weiß eigentlich keiner. Man weiß nur, ja, das macht man eben. Der Hintergrund ist, dass normalerweise die Trauergemeinschaft das Grab beschlossen hat. Und das macht Sinn, nicht wahr? Nur, dass es den Leuten am Grab mit ihren 3 Händen voll Sand nicht mehr klar ist. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir sozusagen diese ja auch haltgebenden Rituale verloren haben, war die Frage eben, inwieweit können wir neue Rituale etablieren, die wieder Halt geben und die auch Sinn machen, und inwieweit können wir die alten Rituale wiederbeleben. Die sind ja schon da und die sind ja uns irgendwo auf zellulärer Ebene ja auch vertraut. Also Beispiel, ein Gebet am Grab sprechen ist für die meisten Leute nicht absurd, sondern das passt, das gehört auch irgendwie zusammen. Ne? Und diese Erkenntnis war damals bizarr, weil ich auf den Friedhöfen war und die Trauerfeiern begleitet habe und dachte, was machen die Leute hier? Wie wussten die selber nicht. Also weder die Angehörigen wussten, was sie in diesen Trauerfeiern machen, noch irgendjemand anders, der beteiligt war. Um dann zu sagen, also wir müssen hier irgendwas machen, damit die Leute wirklich Abschied nehmen können, was für die Menschen wieder Sinn macht. Und dann war die Frage, inwieweit können wir die Leute einladen, eigene Rituale zu erfinden oder eigene Abschiedsprozesse zu machen? Und die andere Alternative war zu sagen, was können wir wiederbeleben? Also Beispiel wieder, jeder bekommt ein Glas mit einer Kerze und stellt das vorne an der Urne oder an dem Sarg ab. Ich glaube, das erschließt sich weltweit. Ich bringe ein Licht, ich setze ein Licht ab. Licht bringe ich in die Dunkelheit des Todes. Also es ist allen vertraut letztendlich. Oder eine Kerze anzünden überhaupt hat auch was Rituelles. Und da zu gucken, okay, das macht Sinn. Neue, komplizierte Rituale kannst du nicht etablieren, weil die Leute da gar nicht mitgehen, wenn du immer andere Trauergemeinschaften hast. Also musst du ganz niederschwellig anfangen. Also haben wir eben angefangen, systematisch den Leuten auf den Tabletts die Kerzen anzubieten. Die kommen also in die Kapelle rein, nehmen eine Kerze, setzen sie vorne ab. Und das hat was sehr Befriedigendes. Ich bringe Licht. Also der Lichtbringer, der da auch mit drin steckt. Ne? Und das Gefühl, ich nehme auch nochmal Kontakt mit dem Verstorbenen auf. Also ob ich jetzt an den Sarg oder die Urne trete, ist ganz egal. Aber diese persönliche Kontaktaufnahme da nochmal zu haben und nicht wie so eine Herde Schafe reinsetzen, möglichst weit hinten, dann ist es zu Ende, was immer sich da vorne abspielt, und dann wieder raus, schnell zum Grab und dann nichts wie weg. Das ist ja sowas, was ich am Anfang erlebt habe. Dieses Gefühl von,
Es ist eigentlich eher unangenehm und belastend. Und diese Veränderung hin zur Beteiligung der Angehörigen und der Menschen, die da hinkommen, um sich zu verabschieden, ist ja wie ein Wachmachen, ein Bewusstwerden. Okay, das hat auch was mit mir zu tun. Es gibt in Berlin über 200 registrierte Religionsgemeinschaften. Das Spektrum ist viel, viel größer als das, was ich als Jugendlicher erlebt habe. Da gab es die katholische und evangelische Kirche und andere Religionen von anderen Welten, von denen man vielleicht mal was gelesen hat, aber wenig konkrete Erfahrung. Heute leben wir in einer Gesellschaft, die uns das sozusagen alles theoretisch anbietet. Alle philosophischen, religiösen Konzepte stehen nebeneinander. Also ich hatte mal eine Bestatterin in Niederbayern, mit der ich kooperiert habe. Und die sagte bloß, wie macht ihr das? Wie kommt ihr denn zurecht? Die konnte das gar nicht fassen. Bei denen war das ganz klar. Es gab 3 oder 4 Särge, die ausgesucht wurden. Es gab den Pfarrer, es gab einen Organisten und dann konnte man noch die Lieder aussuchen. Fertig. Für mich ist es ja so, dass ich mich als Begleiterin erfasse. Und wenn die Menschen kommen, dann bringen die ja eine Idee mit, was sie wollen und was sie brauchen. Ich erlebe es ganz oft, dass Menschen zu mir kommen und sagen, was machen wir jetzt eigentlich? Also wirklich blank ziehen, überhaupt gar keine Vorstellung haben. Dann musst du natürlich zurückgehen und sagen, okay, gibt es eine Erd- oder eine Feuerbestattung? Dann fangen wir wirklich ganz vorne an. Es gibt auch Situationen, wo Menschen nicht mal das wissen. Also die Frage ist nachher, wie viel Gedanken haben wir uns darüber gemacht, was passiert, wenn wir sterben oder wenn unser Mensch gestorben ist? Wie weit gab es da Gespräche? Und ganz oft erlebe ich ja, dass es überhaupt gar keine Gespräche darüber gegeben hat. Also selbst wenn jemand im Hospiz verstirbt, haben wir ganz oft die Situation, dass man sagt, also am Anfang habe ich immer gesagt, naja, Herr sowieso war ja jetzt im Hospiz, Sie werden ja sicherlich auch mal darüber gesprochen haben. Nein. Dann stehst du natürlich mit dem Rücken an der Wand und denkst, ups, ja, dann müssen wir jetzt überlegen. Und das ist auch schwierig, wenn du dir nie darüber Gedanken gemacht hast, also weder religiösen Hintergrunds noch dessen, was tatsächlich sich abspielen soll, dann schwimmt man natürlich. Es hat auch was mit der Gesellschaft zu tun, dass natürlich innerhalb der Gesellschaft dieses ganze Thema verdrängt worden ist und auf der anderen Seite es Regeln gibt, die nicht mehr zeitgemäß sind. Also wir haben ja jetzt gerade die Situation, dass die Friedhofsgesetze geändert werden, Aushändigen der Urne, der Asche. Das ist seit Jahren Thema. Das wird immer wieder neu debattiert und dann gibt es natürlich auch Lobby seitens der Friedhöfe, Lobby der Bestatter. Also es gibt unterschiedliche Interessenbereiche, die sagen, nee, wir wollen gerne, dass das so bleibt. Dabei ist das gar nicht der Punkt, sondern die Frage ist doch eigentlich, was erachten wir als Gesellschaft als adäquat? Wie gehen wir damit um? Und das sehen wir in den Grenzbereichen hin über Sterbehilfe, über Freitod und. Das ist einfach ein Bereich, das ist wie ein heißes Eisen, das will keiner anfassen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite zerfällt aber der Inhalt. Wir haben gar keine Inhalte mehr. Ja? Das ist ganz schwierig. Und was ich also in Berlin beobachte, ist, wir haben natürlich diese Eventkultur. Es gibt eben Beisetzungen von ganz kleinen bis ganz großen, religiös bis völlig säkular. Aber es gibt eigentlich keinen großen gesamtgesellschaftlichen Kontext, in dem wir uns noch bewegen. Wie wir damit eigentlich umgehen möchten und was wir zum Tod denken. Es ist so überverdrängt. Also es geht ja nicht nur um Beisetzung und wie gestalte ich die, sondern es geht doch eigentlich erstmal vorrangig um den Tod. Und das sparen wir aus. Wir haben hier die Sterbebegleitung, dann haben wir und dann haben wir die Beisetzung. Und das, was nicht passieren darf, das verschweigen wir. Wie gehen die verschiedenen Generationen in deiner Beobachtung mit dem Thema um? Das ist ja eine Generation, also speziell die 30er Jahre, die jetzt sozusagen gerade endgültig gehen, die sind jetzt in ihren 90ern, die haben sozusagen noch die richtig alte Sterbekultur miterlebt, Aufbahrung und das ganze Programm.
Die haben dann den Zweiten Weltkrieg erlebt und oft ja sehr schwierige Erfahrungen mit dem Tod gemacht. Dann hängt da auch mit drin natürlich 6 Millionen Tote, die durch die KZs gegangen sind, die sozusagen wie so eine Erbschuld auf uns lasten. Und transgenerativ auch der Erste Weltkrieg, der da noch mitschwingt. Diese Generation ist dann in einen ungeheuren Materialismus gegangen. Also wir bauen auf, wir schaffen die neue Waschmaschine und das neue Auto an. Das waren ja Ziele, das waren die Götter der neuen Zeit. Und dabei ist sozusagen sehr häufig das spirituelle Moment, also die Anbindung an Gott letztendlich, verloren gegangen. Weil die neuen Götter hatten halt einfach andere Gesichter, nicht? Und die nächste Generation, also das wären ja dann die Babyboomer, die haben eigentlich gar kein Empfinden dazu. Die sind ja mit einer Kultur groß geworden. Also ich entsinne mich zum Beispiel, dass mein Vater jeden Sonntag mit mir mit einer Gießkanne und Blumen auf den Friedhof ging, um diese Gräber zu haken, mit Blumen zu schmücken und zu gießen. Das macht er bis zum heutigen Tag. Aber ich erlebe in meinem Umfeld die Menschen, die haben alle nichts mit Gräbern am Hut. Die haben gar keine innere Verbindung. Das heißt, die Anbindung an die Ahnen, wenn ich das mal weltweit betrachten darf, die ist in dem Sinne nicht mehr da. Die nächste Generation, die danach kommt, die sind jetzt so um die 40, sage ich mal, die haben eine ganz andere Einstellung, die stellen alles in Frage. Wieso ist das so? Wieso muss man das so machen? Das wollen wir nicht. Ich finde das erfrischend und freue mich immer, wenn da so ein Gestaltungswille und Wunsch auch kommt. Das ist sehr, sehr gut. Aber sagen wir mal, die Betäubung, die aus der anderen Generation, unserer Elterngeneration und deren Großelterngeneration kommt, die hält in weiten Teilen auch immer noch an. Es ist ja eine Betäubung. Und aus dieser Betäubung rauszukommen und zu sagen, was haben wir mit den Toten zu tun? Also sich auch diese Frage zu stellen, was haben wir mit den Toten zu tun? Das ist ja ganz wichtig. Also nicht nur in dem Moment, wo ein Mensch verstirbt oder in dem ersten Trauerjahr, was meistens noch, wo man einmal sozusagen alles durchlebt, um dann die Verstorbenen loszulassen und zu sagen, wir vergessen die auch. Haben die noch was mit uns zu tun? Das ist eine spannende Frage, finde ich. Und diese Generation hat das noch nicht beantwortet. Klar ist, dass sich das auf den Friedhöfen widerspiegelt in den Grabformen, die sich entwickeln. Weil die Tendenz, ein Grab zu pflegen, definitiv rückläufig ist. Also das hängt natürlich auch mit den Lebensformen zusammen. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch in Berlin bin oder ob ich dann einen Job in Singapur habe. Ich möchte kein Grab pflegen, für das ich verantwortlich bin, weil keine Ahnung, wie mein Leben sich entwickelt. Um dann zu sagen, na dann gibt es eben andere Grabformen. Früher gab es ja nur die Möglichkeiten, Urnen oder ein Erdgrab und das musste gepflegt werden. Das ist nicht mehr Teil der Friedhofskultur, sondern das hat sich ganz stark verändert und spiegelt natürlich diese Anbindung an die Gräber der Ahnen wider. Eigentlich verbindet das alle Weltkulturen, dass es eine Art von Ritual oder Kommunikation mit den Ahnen gibt. Warum ist das Wort Seele für so schwierig geworden? Das ist eine schwierige Frage, finde ich, weil die Abkopplung von der Seele so furchtbare Auswirkungen auf uns hat. Es ist ein seelenloses Leben, wie man so sagt, ne? Und das ist ja erschreckend, wenn wir unsere Seele verlieren, wenn wir unseren Zugang zu unserer Seele verlieren, dann das macht ja eigentlich unser Menschsein aus. Und diese Verbindung zu den Ahnen ist ja auch ganz stark Identität, unsere eigene Identität. Da komme ich her und da gehe ich hin. Und für die Menschen, die Kinder haben, ist es ja auch, sind sie Teil in einer Kette, auch in einer Seelenkette. Und ich versuche zum Beispiel in meiner Arbeit, den Menschen immer wieder eine Brücke zu bauen auch und zu sagen, der Tod ist kein mechanischer Vorgang. Und das hat etwas mit Seele zu tun, das hat was mit einem
nicht körperlichen Geschehen zu tun. Und das ist ja ganz oft, wenn Menschen das erleben, die kommen aus dem vollen Lauf, dann bekommt ein Familienmitglied zum Beispiel eine Diagnose. Okay, jetzt wird plötzlich aus der Unendlichkeit unseres Lebens eine Terminierung. Das heißt, da gibt es eine Erkrankung, die Heilungschancen sind gering, also es wird irgendwie einen Tod in dieser Familie geben. Wie gehen wir damit um? Welchen Ausblick hat der Mensch, der diesen Weg geht, und welchen Ausblick haben wir, die wir das überdauern? Also da geht es ja dann plötzlich um die Seele. Da geht es um einer. Und ganz oft, was passiert ist, die Seele wird vergessen und es geht nur noch um Krankheit. Ne? Es geht darum, welche Medikamente, welche Behandlungsmethoden, rein ins Krankenhaus, raus aus dem Krankenhaus. In den letzten Jahren hat es zunehmend mehr Psychoonkologen gegeben, weil man erkannt hat, dass Menschen eben nicht nur Patienten sind, sondern ja auch die Seele noch da ist und dass der seelische Zustand eines Sterbenden immens wichtig ist über den Lebens- und Krankheits- und Sterbensprozess. Also da quasi auch Einfluss zu nehmen und zu sagen, geht es dem Menschen seelisch gut, geht er auch besser durch diese Prozesse. Und das mir zu unterstützen, weil wir vor lauter, also mir geht es ganz oft so, dass ich ins Sterbezimmer komme, da ist jemand gestorben, ich komme rein und es ist ein wahnsinniges Tohuwabohu an Medikamenten. Da hinten irgendwo liegt dann der Verstorbene zwischen Tüten und Zeug und das Erste, was ich dann in der Regel sage, ist, jetzt machen wir mal aus dem Sterbezimmer, machen wir jetzt mal ein Totenzimmer. Wir räumen jetzt mal hier alles weg, was in diesen Krankheitsprozess gehört. Damit entsteht eine Klärung des Raums. Das ist ganz immens wichtig. Weil die Menschen, die dann plötzlich sozusagen wir haben uns doch ums Leben bemüht, die das loslassen können und sagen können, oh, ja, tatsächlich, er ist oder sie ist gestorben. Das überhaupt wahrzunehmen, das an sich ranzulassen. Jetzt haben wir die ganze Zeit, wo er krank war, vermieden, darüber nachzudenken, dass er sterben wird oder sie. Und jetzt, wo er tot ist, vermeiden wir darüber nachzudenken, dass er tot ist. Also, Station heißt, Zimmer freiräumen, das ist ein Totenzimmer. Da bleibt eine Kerze am Bett, da bleibt vielleicht eine Blume und die Aufbahrung des oder der Verstorbenen. Und dann heißt es innehalten, atmen. Aha, okay, wo ist er oder sie jetzt? Oh, da sind wir wieder bei der Seele. Wo ist die Seele? Was passiert eigentlich? Die Kinder stellen die Fragen. Da liegt die Oma und die sagen, und wo ist die Oma jetzt? Dann wird es oft dünn, weil die Erwachsenen eine Antwort finden müssen, die sie gar nicht wissen, über die sie noch gar nicht nachgedacht haben. Was ist die Seele? Wie finde ich in mir das, was meine Seele ist? Ich kann das jetzt für mich persönlich beantworten. Es ist so, dass ich glaube, dass es eben ein unsterbliches Wesen in uns gibt. Für mich ist es ganz oft so, dass ich das Gefühl habe, ich trete in mir einen Schritt zurück. Und das hier ist meine Hülle, das ist mein Gefährt für dieses Leben. Vielen Dank, mein Tempel, dass ich dich habe, denn er ermöglicht mir, in dieser materiellen Welt zu sein. Aber dahinter bin ich ein lichtvolles, energetisches Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Und dieser Teil ist eben unser unsterblicher Teil. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir zur Ruhe kommen, das ist der Sinn der Meditation oder der Kontemplation, wie es ja im Christlichen heißt, mit diesem Teil Kontakt aufzunehmen. Ich mache zum Beispiel auch die Erfahrung, dass wenn ich mit Menschen zu tun habe, die einen starken inneren Glauben haben und nicht nur einen formulierten, sondern einen gelebten Glauben haben, die haben zum Beispiel in der Regel keine Angst zu sterben, weil die nicht alleine sind. Die sind angebunden, die sind verbunden, die können Gott
unsere göttliche Natur in sich spüren. Und das sind oft Menschen, die ganz zuversichtlich gehen. Das ist sehr beeindruckend, wenn man sowas erlebt. Wieso haben wir das so verloren? Den Begriff, diesen Zugriff auf das, was immer selbstverständlich war, nämlich eine Bewusstheit, dass wir eine Aufgabe haben, vielleicht eine Fassung zu finden. Also ich glaube, da würde ein Traumatherapeut sehr klar sagen, dass das einfach ein traumatischer Zustand ist, den Kontakt zu unserem eigenen Sein verloren zu haben, durch die Ereignisse, die wir durch 2 Weltkriege hier erlebt haben. Und wenn du nach Mexiko zum Beispiel guckst, wo die dann zum mexikanischen Totenfest auf den Gräbern sitzen und mit ihren Verstorbenen essen und trinken, die einen festen Teil in ihrem Leben haben, dann frage ich dich, wer ist wir? Ja, das sind nicht alle Menschen. Weder die Afrikaner erlebe ich so, noch die Asiaten in diesem Maße und schon gar nicht die Lateinamerikaner sind in ihrem Glauben angebunden. Es ist tatsächlich also ganz stark in Europa ein Problem. Und das hat auch was mit der katholischen und mit der evangelischen Kirche zu tun, mit diesem Konstrukt, was sich sozusagen vom Glauben, von der spirituellen Erfahrung wegentwickelt hat. Denn mal ganz ehrlich, also ich habe ja im Laufe der Zeit sehr viele Gottesdienste erlebt, in den letzten 20 Jahren zumindest. Und ich habe wenig Pfarrer getroffen, von denen ich sagen würde, die hatten eine Gottesbegegnung. Das ist das ist nicht unbedingt eine Berufung. Man denkt vielleicht, das ist eine Berufung, aber dazu gehört bei Pfarrern meines Erachtens nach auch eine Gottesbegegnung tatsächlich. Und eine wirklich, also damit meine ich habe Gott für mich erfahren, wie auch immer. Aber das heißt eben nicht, dass ich ein Studium hinlege, was ja endlos lange ist, mich dann verbeamtet für den Rest meines Lebens und dann habe ich die Erlaubnis, den anderen zu sagen, wie das mit dem Glauben geht. Ich habe derartig viele leere Gottesdienste erlebt. Das ist erbärmlich. Und es ist traurig, weil das der Punkt, wenn wir einen Menschen verabschieden und uns damit auseinandersetzen, der geht ja vor mir. Wir glauben ja nur, wir sind unsterblich. Aber wir sind genauso sterblich wie der vor mir geht. Und wie weit tröstet mich die Sicht darauf zu sagen, da wo der jetzt hingeht, da gehe ich auch hin. Oder geht der ins Nichts? Und was sagt mir dieser Mensch auf der Kanzel? Kann der mich tatsächlich erreichen? Kann der dieses Gefühl transportieren oder nicht? Das ist doch immens wichtig. Beide Tore in unserem Leben, das heißt, wir kommen durch ein Tor, wir gehen durch ein Tor, sind die essentiellen Ereignisse in unserem Leben. Was dazwischen passiert, ist absolut unwegbar, das ist Würfeln. Das wissen wir nicht. Aber es ist sicher, dass wenn du geboren wirst, wirst du sterben. Und diese beiden Tore sind sozusagen die Zenite, durch die wir leben. Und die Frage ist doch, wie gehen wir damit um? Mit diesem Wissen und mit dieser Heiligkeit der Tore auch. Das heißt, die Heiligkeit des zweiten Tores besteht darin, dass ein Mensch vor uns geht und ich sage meinen Menschen, die ich begleite, immer, jeder Verstorbene hat ein Geschenk für dich. Und gibt diesen wunderbaren Spruch, die Lebenden schließen den Toten die Augen und die Toten öffnen den Lebenden die Augen. Das ist das, was wir von ihnen lernen dürfen. Also die Zeit zwischen Tod und Bestattung ist ja eine unerhörte Möglichkeit und Chance, einen wirklich realen Kontakt mit dem Tod zu machen. Der Gevatter bietet sich an. Wenn ich wegschaue und mich wegdrehe, ist das eine Sache. Aber die Möglichkeit, da Tuchfühlung aufzunehmen, die ist definitiv gegeben. Und sei es drum, ich mache eine Totenwache und ich bin im Zwiegespräch mit dem oder der Verstorbenen. Diese Chance, das hat ja nicht umsonst gibt es Totenwachen. Das hat ja Sinn und Zweck, den wir nur in unserer Traumatisierung vergessen haben. Der Prozess der Geburt hat ganz viel gemein mit dem Prozess des Sterbens. Es kündigt sich an, es ist ein Prozess, den wir durchlaufen, nur dass wir einmal sozusagen
in das Leben inkarnieren und an dieser Seite exkarnieren, in was auch immer. Aber die Prozesse sind sich sehr ähnlich. Und das Schlimme ist eigentlich, dass durch diese Verwissenschaftlichung und auch durch diese Angst vor diesen Ereignissen, oh Gott, eine Geburt, was machen wir jetzt? Oh Gott, es stirbt jemand, was tun? Da gibt es gar nicht so viel zu tun. Das ist ein Prozess, der findet statt. Ja? Und diese Angst davor treibt uns in die Krankenhäuser. Also tatsächlich habe ich Kollegen, die waren Hebammen und sind Bestatterinnen geworden. Mein Kollege, der Bestatter war, dessen Frau ist Hebamme. Also diese Brücken finden sich immer wieder, weil das die beiden Tore sind, die ganz ähnlich bedient werden. Wir sind selbstverständlich im Netzwerk mit den Hebammen, schon mal deswegen, weil es ja immer wieder Sternenkinder gibt. Also dieses große, schwierige Thema, ein Kind stirbt oder das Kind stirbt, bevor es geboren wird oder. Und natürlich ist das ein sehr sensibler Übergang sozusagen. Die Frau trägt ein Kind in sich, das sie verliert und muss dann sozusagen anstatt zur Hebamme zur Bestatterin gehen. Also auch dieses alleine in einer Situation zu sein, ausgeliefert zu sein, das Gefühl zu haben, ich habe keine Kontrolle mehr. Tod ist ja auch immer ein Thema des totalen Kontrollverlustes. Und diesen Kontrollverlust zu ertragen, ist tatsächlich schwer. Und auch zu merken, was macht es mit mir, wenn ich die Kontrolle verliere? Jetzt passiert das wirklich. Und das ist in einer Krankenhaussituation ist das schwierig. In den Hospizen läuft das Gott sei Dank anders, weil da ist ja die Pflege darauf geschult. Die wissen alle, ihre Gäste werden sterben. Von vornherein. Da geht keiner mehr nach Hause. Und dadurch ist sozusagen eine andere Unterstützung da. Währenddessen in den Krankenhäusern hat man eben oft die Situation, dass da keiner Zeit hat, das nochmal mit zu unterstützen, die Hand im Rücken, die man in der Situation braucht. Wenn man das im früheren Kontext betrachtet, da waren ja Familien, da waren die Menschen nicht alleine. Und dann stürze ich in diesen Abgrund des Begreifens, hier hat der Tod gerade stattgefunden. Das ist so schwer auszuhalten. Auch Ärzte sind nicht frei vor der Angst vom Tod. Das ist immer wieder so. Das rächt sich an allen Schnittstellen, dass es quasi während des Studiums der Medizin keine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Tod gibt. Das ist ja nicht vorgesehen. Also es gibt 2 Schwachpunkte in diesen Medizinstudien, mal abgesehen von ihrem sonstigen Inhalt. Das ist die Kommunikation mit Menschen in kritischen Situationen. Also wie sage ich dem Patienten, dass er sterben wird oder dass die Krankheit so einen Verlauf nehmen wird, dass abzusehen ist, dass er sterben wird. Oder wie gehe ich mit einer kritischen Situation um, in der ich sagen muss, es würde jetzt Sinn machen, die Geräte abzuschalten oder den Menschen sterben zu lassen. Das gibt es nicht. Und das ist das erste große Problem, was wir auch wieder gesellschaftlich haben. Was den Einzelnen angeht, natürlich würde man sich wünschen, dass die Ärzte sich auch damit auseinandersetzen. Aber auch da findet eben immer wieder Vermeidung statt. Also wenn ich mit Krankenschwestern rede, dann sind das manchmal diejenigen, die als allererste nach dem Arzt und nach der Notfallrettung rufen, anstatt zu sagen, nein, lass mal den Prozess vonstatten gehen, weil dann kann diese Person in Frieden und in Ruhe zu Hause sterben. Wenn ich da 10 Minuten vorher noch den NRW hole, dann ist das ja auch, man muss sich mal vorstellen, man stirbt selber so. Denn gehen wir nochmal zurück zur Seele. Die Seele möchte diesen Körper verlassen und zwar möglichst in Frieden. Wenn ich zu den Menschen nach Hause komme, dann sage ich ganz oft, und wenn die dann sagen, ja, sie müssen ihn jetzt oder sie müssen ihn jetzt abholen, dann sage ich ganz oft, lassen wir ein bisschen Zeit vergehen. Geben Sie dem Verstorbenen doch etwas Zeit, zur Ruhe zu kommen. Das war jetzt ein ziemlich intensiver Prozess zu sterben. Dieses jemanden aus dem Bett zu nehmen, ist auch Störung der Totenruhe. Nicht nur, wenn die Urne wieder ausgegraben wird, sondern es ist allem voran, den gerade Gestorbenen nicht in einer Ruhe zu lassen.
damit sich was auch immer senken kann. Und wenn wir die Totenwache machen, dann erleben wir das. Also wir sprechen von verschiedenen Stadien. Wir sprechen von dem gerade Gestorbenen, von dem Verstorbenen und erst nach 3 Tagen von einer Leiche. Weil da spielen sich Prozesse ab. Und alles, was ein Mensch wissen möchte über den Tod, kann er eigentlich von den Verstorbenen lernen. Ich habe diverse Male Situationen erlebt, wo ich einen Verstorbenen hatte. Dann wusste ich, die Familie kommt nochmal sich verabschieden. Okay. Verstorbene wird im Sarg aufgebahrt und dann bin ich ja vorher schon da und sage, Herr oder Frau sowieso, Ihre Familie kommt gleich noch. Die kommen gleich Sie noch mal besuchen. Und dann kommt die Familie und dann sage ich ganz oft zu denen, schauen Sie mir jetzt Ihren Verstorbenen an, wie sieht denn Ihr Verstorbener jetzt aus? Ja, dann gucken die so, naja, da müssen Sie sich erstmal dran gewöhnen. Das ist in der Regel der erste Moment, bis ich mich auch auf diese Situation einlassen kann. Wir haben diesen Menschen ja noch nie verstorben gesehen. Das ist ja auch ein Schock, ja, ein instinktiver Schock, den jedes Tier empfindet, dass jemand tot. Aber dann ist es in der Regel so, dass die Menschen auch wieder den Kontakt finden. Ich frage dann ganz oft, und wie geht es ihm oder ihr? Und dann sagen die Leute zu mir, naja, der ist verstorben, oder? Sage ich, ja, das stimmt, aber wie geht es ihr? Und dann gucken die nochmal und sagen, die ist ganz friedlich. Wow, darum geht es, dass wir in Kontakt bleiben mit den Verstorbenen. Nur weil die gestorben sind, sind sie nicht weg. Wir sprechen über Seele. Und diesen Moment, diesen köstlichen Moment wahrzunehmen, darum geht es doch. Sich das selber auch zu schenken und auch dem Menschen, der gestorben ist. Ich habe ja relativ viele Leute begleitet, die assistierten Suizid gemacht haben. Und ich kann aus dieser Erfahrung nur sagen, dass alle Leute sich ganz im Klaren darüber waren, dass dieses Leben zu Ende ist. Und zwar nicht aus Depressionen, sondern weil sie krank waren, weil sie Schmerzen nicht mehr aushalten wollten oder dergleichen. Das ist eine gewisse Sattheit. Es ist einfach gut. Das gibt nichts, was noch zu tun, zu leben, zu spüren, zu fühlen wäre. Ich glaube, das ist ein Zustand, in den man natürlicherweise gerät. Also das ist ein natürlicher Prozess. Zum Beispiel, wenn man von Menschen spricht, die auf einem natürlichen Weg sterben, dann ist es oft, die werden immer weniger, die werden quasi immer dünner, die werden nachher wie so kleine, trockene Vögelchen und die schlafen dann einfach ein und zack sind sie weg. Es ist ein natürlicher Prozess, vergessen wir das nicht. Und auch für die Menschen, die auf dem natürlichen Weg sterben, ist es so, dass da eine Sattheit ist. Kein Überdruss, sondern Sattheit. Es ist gut. Es ist gut. Und die sterben dann in der Regel auch ganz natürlich. Wenn man die Situation hat, dass Menschen eine Disposition haben, sprich also Schmerzen oder andere schreckliche Situationen, in denen sie sind, dann ist das auch nachvollziehbar. Und die Frage ist doch immer, wie bewerten wir den Tod? Also ist der Tod das Schlechtmöglichste, was passieren kann? Oder ist das gar nicht so? Also ich habe im Laufe der letzten 20 Jahre sehr genau begriffen, da komme ich jetzt mit der Bibel, mit Kohelet, alles hat seine Zeit. Leben hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit. Und das ist für jeden Menschen tatsächlich anders. Und es ist tatsächlich auch für die Menschen, die sich suizidieren, die also den Freitod wählen, so ist, du kannst sie nicht abhalten. Auch für diese Menschen ist es so, dass es klar ist, dass sie gehen wollen. Und wenn die das beim ersten Mal nicht schaffen, schaffen sie es beim zweiten Mal. Weil da gibt es dann nur noch diese Ausrichtung. Und die Frage, die ich an dieser Stelle immer stelle, wenn ich mit den Angehörigen, die sich vielleicht Vorwürfe machen, Schuldgefühle haben, sind, dass ich sage, glauben Sie ernsthaft, Sie hätten ihn oder sie abhalten können? Dann kommt ganz oft die Antwort, nein.
Wenn es morgen nicht passiert, dann passiert es übermorgen. Weil diese Menschen auch eine innere Ausrichtung haben und sagen, ich will dieses Leben nicht mehr. Und wenn diese Dinge geschehen, dann muss ich das in Demut hinnehmen. Das ist tatsächlich so, weil wir ja größenwahnsinnig sind, wenn wir glauben, wir könnten diesen Wegen des Schicksals entgegenwirken. Das ist nicht der Fall. Sonst würden diese Dinge, die geschehen, geschehen. Wir müssen unsere innere Haltung dazu finden. Sonst werden Menschen zum Beispiel gerade aus dem Suizidkontext, die werden ihres Lebens nicht mehr froh, wenn die keine Haltung finden können und verstehen, dass es Größenwahn ist, sondern dass wir an der Stelle tatsächlich das Konzept Demut annehmen müssen. Also welchen Wert hat das des Menschen für sich selber, für ihre Seelen und für ihre Kinder, aber auch Freunde, sozusagen so eine Form finden eines Nachlasses, eines Porträts, wer bin ich eigentlich? Was soll von mir bleiben, außerhalb der notariellen, rechtlichen, materiellen Dinge? Na, ich glaube, es geht auch um den Gedanken der Zeugenschaft. Also wenn wir leben, dann besteht unser Leben ja aus unendlich vielen Momenten und Ereignissen, die sich gar nicht en Detail wiedergeben lassen. Es geht um eine Bilanzierung. Und ich glaube, dass es einerseits ganz wichtig ist, selber zu bilanzieren und zu sagen, das ist mein Leben gewesen, aha. Und in der Rückschau wird mir auch noch mal selber klar, dass ich damals, als ich ach so, und deswegen, also beim Erzählen wird es auch nochmal klar, dass diese Bilanz ja auch was mit einer Lebensbilanz für mich selber zu tun hat, wenn ich gehe. Also einerseits ich bilanziere und ich bilanziere auch für die anderen. Und es müssen ja nicht nur Kinder sein, sondern das können Freunde sein und es können auch wildfremde Zeugen sein. Also weil ich glaube, ich habe ja in den letzten 20 Jahren unendlich viele Biografien gehört über die Reden. Und ich habe das als immer unglaublich spannend empfunden, wie unterschiedlich einzelne Leben stattfinden. Und was manchmal wenn man so denkt, das ist so eine ganz unscheinbare Person und dann wird es plötzlich aufgeblättert wie so ein Bilderbuch und du denkst, boah, das ist ja spannend, wie da eins zum anderen gekommen ist. Was ja auch jeden unbeteiligten Beobachter in Ehrfurcht vor der Vielfältigkeit des Lebens auch erstaunen lässt. Und das ist doch eigentlich eine super tolle Sache, diese Vielfalt der unterschiedlichen Leben zur Kenntnis zu nehmen. Zu sagen, jedes Leben ist grundsätzlich anders und wir alle können aus unser aller Leben lernen. Also das finde ich faszinierend. Und deswegen ist dieses Bilanzieren so wichtig. Und das muss man gar nicht machen, wenn man jetzt uralt ist. Ich finde, das kann man auch zwischendrin mal machen. Oder wenn man vor einer großen Entscheidung ist, wie einer Eheschließung zum Beispiel. Auch da sind ja solche Bilanzen gar nicht verkehrt. Meine Erfahrung auch aus der Sterbebegleitung ist, dass alles, was uns belastet, was in uns arbeitet, was uns gärt, uns im Sterbeprozess nachher letztendlich behindert. Weil es möchte jedes Geheimnis möchte irgendwann offenbart werden. Und das bleibt ja wie so, es beppt an uns, es klebt an uns und wir werden es nicht los. Und ob man das jetzt einer wildfremden Person erzählt oder aber ob man das aufschreibt, ist eigentlich völlig egal. Aber dieses sich befreien von Ballast, ich glaube, dass es darum geht. Das war früher auch so, dass die Leute Schulden bezahlt haben. Also es geht auch um Schulden im weitesten Sinne, nicht nur pekuniär, sondern auch zu sagen, ich habe dir Unrecht getan. Also mir fällt da für mich selber eine Geschichte ein, der Mann meiner besten Freundin, der mit mir irgendwann Streit angefangen hat und ich gar nicht so richtig wusste, wieso, der, bevor er starb, zu mir gesagt hat, es tut mir leid, das war nicht fair, du bist kein schlechter Mensch. Und das war ganz seltsam, weil das hat mich zutiefst bewegt, dass er sich da nochmal, also mich freigesprochen hat, aber er hat auch sich freigesprochen. Und
Ich glaube, dass das für ihn ganz, ganz wichtig war. Es war aber auch für mich wichtig, weil ich lebe ja mit dieser Erinnerung weiter. Und wenn ich eines Tages bilanziere, dann wird das etwas sein, was nicht auf mir lastet. Diese unausgegorene Beziehung, die der mitgenommen hat, sondern sie ist aufgelöst. Sie befreit mich ein Stück weit. Also ich fordere Menschen ja sehr oft auf, zu bilanzieren, auch die Angehörigen, die jetzt gerade jemanden verloren haben zum Beispiel, weil es wichtig ist, nicht nur zu bilanzieren, wenn man jetzt sehr alt ist und das ganze Leben hinter sich hat, sondern es ist manchmal auch ganz wichtig, zwischendrin zu bilanzieren. Also wenn sich das Leben ändert, wenn Lebensabschnitte einerseits zu Ende gehen, aber auch neue Abschnitte beginnen. Also der Tod sozusagen betrachtet nicht nur als physischer Tod, sondern auch das Ende eines Lebensabschnitts kann wunderbar dienen, um zu bilanzieren und zu sagen, was habe ich eigentlich bisher gemacht und wo gehe ich jetzt hin, auch als Bewusstseinsprozess in letzter Instanz. Ist es einfach wichtig, immer wieder zwischendurch zu bilanzieren. Und das ist erstaunlich, was dabei rauskommt. Und es ist ja eine Würdigung auch des Lebens. Nicht nur im Tod sozusagen, sondern auch mitten im Leben könnte das eine Idee sein. Also für mich gibt es sowieso die Tödin, wenn man so will. Die Tödin gibt es ja auch. Es hängt einfach damit zusammen, dass der Tod auch durch die Kirche als gewaltsam dargestellt wird. Und es ist dann eben der Tod, der gewalttätige Tod in der Regel. Denn es ging darum, dass Gott dich richten wird. Es gab das Fegefeuer, die Hölle. Mein Gott, da kriegt man doch Angst bei diesen ganzen Ausgeburten. Und so selten ist es das Bild des Liebevollen, des Schönen, des Erschöpftsein, des Heimgebrachtwerdens. Also ich möchte ein bisschen die andere Seite beleuchten, weil mir das wichtig ist, weil ich den Tod eben gar nicht als schrecklich erlebe, sondern für viele Menschen gibt es auch den Erlösungsfaktor.